Meine Lieblingswildblume, der Löwenzahn. Nicht nur für Hasen, nein, auch für uns Menschen eine wertvolle Wildpflanze. Was bitter im Mund, dem Körper gesund. So manche Hobbygärtner sagen ja, der Löwenzahn ist ein Unkraut. Das stimmt ganz und gar nicht. Der Löwenzahn ist eine ganz wertvolle Heilpflanze. Durch seine Bitterstoffe regt er den Stoffwechsel an, die Galle, die Leber, das ganze Verdauungssystem. Er hat harntreibende und reinigende Wirkung, besitzt viel Vitamin B, C und D. Und warum sitze ich jetzt hier in der schönen Löwenzahnwiese? Weil ich einen Löwenzahn-Sirup herstellen möchte. Ich trinke mein Wasser gern ein bisschen süß. Im zeitigen Frühjahr, April, Mai wie jetzt, gibt es Löwenzahn. Anschließend kommt der Holunder und im Sommer zum Schluss kommt dann noch Medesüß. Und von dem mache ich auch Sirup. Aber heute bin ich hier, um Löwenzahn zu sammeln und einen Löwenzahn-Sirup herzustellen. Und jetzt werde ich so an die 200-300 Blüten sammeln hier auf der Wiese. So eine Blüte ist ein Korbblüher und viele kennen das ja auch als Pusteblume. Schön, ne? Die Kinder spielen da gern damit. Auf so einer Blüte sind ungefähr 200, sogar bis 400 kleine Fallschirmchen, die die Samen kilometerweit in die Gegend schleudern. Und deshalb ist der Löwenzahn so allgegenwärtig bei uns. Er wächst überall. Man sollte ihn bloß nicht an Wegrändern nehmen. Da ist er belastet durch die ganzen Abgase und Verunreinigung durch Tiere. Aber so unbelastete Wiesen und ungedüngte Wiesen wie hier ist es unbedenklich, sogar einen Löwenzahn zu essen. Und der schmeckt wunderbar. Mit Stumpf und Stiel. Auch die Blätter. Wenn man ihn so richtig gut durchkaut und das alles so genießt und nicht bäh macht, weil es ein wenig bitter ist, sondern mal so richtig schön sinnlich genießen, dann kommt man dahinter, wie gut die Natur schmecken kann. So, und jetzt gehe ich Löwenzahnblütenköpfe sammeln für meinen Löwenzahn-Sirup. Nun bin ich wieder zu Hause. Das habe ich jetzt gesammelt. Das reicht für meinen Sirup. Und das habe ich mir mitgebracht für einen Blumenstrauß in meine Vase. Schafgarbe, Spitzwegerichblätter, Sauerampfer, Hirtentächelkraut und Wiesenschaumkraut, das schöne Lila. Das war so eine richtig schöne, kernige Wildblumenwiese, so richtig toll war die. Im Grunde genommen könnte ich das jetzt alles in mein Smoothie reinwerfen. Das sind alles essbare Wildkräuter. Aber ich werde sie jetzt in eine kleine Vase oder in diesen Topf stellen. Macht Spaß und Freude. So, und jetzt kümmern wir uns um unser Löwenzahn-Sirup. Ich schütte meine ganzen Blüten jetzt erstmal auf ein weißes Tuch, dass die kleinen Tierchen, die eventuell noch drin sein können, rauskrabbeln. Ah, hier ist gleich eine Spinne, die tue ich jetzt gleich wieder in den Garten schmeißen. Halt! Alles rausgekrabbelt.
Jetzt löse ich die einzelnen Zungenblüten vom Blütenboden. Ihr könnt den grünen Blütenboden auch mitverwenden. Dann wird der Sirup etwas kräftiger und leicht bitter. Ich füge so viel Wasser dazu, dass die Blüten bedeckt sind. In meinem Fall waren es 1,5 Liter. Eine Bio-Zitrone wird nochmal heiß abgewaschen und kommt in Scheiden zu den Blüten dazu. Ein Teller drauf, um die Blüten unter Wasser zu drücken. Jetzt müssen die Blüten im Wasser 24 Stunden ziehen. Am nächsten Tag. Das Wasser hat die Inhaltsstoffe schon richtig gut aufgenommen und hat schon eine schöne goldene Farbe angenommen. Jetzt erstmal grob durchseien. 3 bis 4 Scheiben Bio-Ingwer mit Schale schneiden, dem Wasser zufügen, außerdem noch ein Päckchen Zitronensäure, alles aufkochen und 15 Minuten köcheln lassen. Nun von der Kochstelle nehmen, die Blüten nochmal dazugeben, Deckel drauf und nochmal 30 Minuten ziehen lassen. So ziehen wir noch die letzten Inhaltsstoffe aus den Blüten heraus. Ein Passiertuch anfeuchten, über ein Sieb legen und die Masse durchpassieren. Jetzt gebe ich nochmal 1 Liter kaltes Wasser dazu, um die Flüssigkeitsmenge zu verlängern. Ich stelle das Gewicht der Flüssigkeit fest, denn bei dem Sirup gilt die Regel 1:1. Das heißt 1 Liter Flüssigkeit, 1 Kilo Zucker. Jetzt muss der Sirup etwas eingekocht werden. Ich messe die Oberfläche der Flüssigkeit zum Topfrand. Es sind bei mir 7 cm. Noch ein kleiner Tipp von mir. Fügt noch etwas Kurkuma-Pulver dazu. Es ist erstens gesund und zweitens verleiht euch das dem Sirup eine wunderschöne goldene Farbe. Wenn ihr frischen habt, könnt ihr auch gerne frischen dazugeben. Nach einer Stunde leichtem Köcheln messe ich erneut, es sind 8 cm, also 1 cm eingekocht. Das reicht mir. Wer den Sirup dicker haben möchte, der muss ihn länger kochen. Das in etwas Wasser eingerührte Kurkuma-Pulver dazu, fertig. Ich fülle die heiße Flüssigkeit zum besseren Eingießen in die sterilen Flaschen in meinen Krug ab. Ich nehme am liebsten die Twist-Off-Flaschen. Nun ist der Sirup für mindestens 1 Jahr haltbar. Nur noch etikettieren und das Abfülldatum nicht vergessen. Voila! Fertig sind 4 Flaschen wunderbarer Löwenzahn-Sirup. Ich danke euch wieder für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen dieses leckeren Naturgenusses und bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.